willkommen zurück zu dem zweiten Part von Call of Cthulhu. Ich wünsche einen schönen Abend, guten Abend, Nacht, Mitternacht, Tag, Freudenmonat und sonstiges. Ich muss mir echt noch eine Anmod für überlegen, obwohl eigentlich ist das schon eine gute Anmod. Wir sind beim letzten Mal hier im Haus stehen geblieben und jetzt würde ich sagen, sprechen wir mit Fritz Roy. Ne? Was ist das? Broken. This place seems half abandoned. Miese Sache. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Hat sich die nicht schon eingesammelt? Keine Ahnung. Ich musste noch mal ganz kurz etwas an den Einstellungen ändern. Der Ton muss etwas leiser. So. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Sprechen wir mal mit Fritz From Roy. here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me Ja, what I das ist can auf do jeden to Fall. help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Nee, ich bin ja auch Indeed, privat damit, wenn der maritime Saufen tot activities und ceased altogether Tabletten at the frisst. end of the last century. Kommt eine gute I imagine that the Hawkins family had other types of gute contracts. Kombi. But you don't know with whom. No, it was none of my business. Fragen wir ihn noch mal ein bisschen aus, würde ich sagen, ne? Oh. Oh, da sind aber eine Menge Fragen freigeschaltet worden. Also, passt das? Man muss alles untersuchen, umso mehr kann man freischalten. The miraculous catch. Fragen, ich meinte Is Antworten. it a tut mir local leid. legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailors' return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Hab ich schon. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Okay. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Okay. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Dun, dun, father. dun. John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Dafür, dass die Hälfte der Bevölkerung in diesem Laden hier ein Arschloch ist der eigentlich ganz schön nett, würde ich jetzt mal so behaupten. Spielprogramm. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that.
but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Lügen. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Okay, hier ist nichts mehr. Can you tell me where the warehouse is again? Das haben wir schon Look, I've gehabt. already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. Wie kannst du can't miss NPCs it. anpissen? Understood. Schönes Ding. I shall be on my Okay. way. So come back and see me when you've got something new. Ein neuer Charakterpunkt. Entdeckung. Redegewandtheit, Ermittlung. Jo. Ich werde auf jeden Fall versuchen, alles auf 4 von denen zu kriegen, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Aber auf jeden Fall ist Entdeckung wohl erstmal wichtiger, weil ich will die beiden Sachen ja hochkriegen. Wenigstens auf 3 oder so, das ist wichtig. Aber sonst würde ich sagen, sobald das auf 4 ist, werde ich wohl Redegewandtheit, Stärke, Ermittlung, Psychologie oder... Muss ich noch überlegen, wie ich das mache. Aber werden wir ja sehen. Dann würde ich sagen, weiterspielen, ne? Off-Stretch. Nein, der Wal ist weg. Wie kann er nur? Oh yeah. He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You That's can't no way to understand. treat You're an not omen. sailors. Oh yeah. It's a sign. He's gonna get us in Da würde ich mal trouble. sagen, Something real bad. schauen wir uns noch ein bisschen um. Don't put that beast. What could have done so much damage? You So. can't understand. Dann schauen wir You're uns not jetzt hier noch ein bisschen um und dann würde ich sagen, gehen wir ins Lagerhaus, ne? Was haben wohl die jetzt Wichtiges hier zu sagen? You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brendan, the navigator. He's the patron saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. Wie What besoffen brings willst you du to sein? dark water? That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us like all townspeople do. Kann ich hier nicht in die St. Fresse hauen? Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing Sagt derjenige, better der to do drei Drinks genommen anyway. hat im ersten There's Teil. not much work around here.
Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Ein Schnaps, zwei Schnaps, drei Schnaps, Frühstück, Mittagessen, zweites Frühstück, 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 Abendessen, Abendbrot, Abendessen, Abendessen, Mitternachtssnack, immer weiter und so fort. The Ne? two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Junge, du Nothing kannst at immer mehr all. aussehen und siehst dreifach alles. I've taken enough of your time. We'll see you later. Nette Menschen. Schauen wir uns mal die Statue an. Die wurde jetzt nicht umsonst erwähnt, würde ich sagen. Ah, er riecht nach Fisch. Scheiße. Vielleicht liegt ja hier hinten noch irgendwas. Kann ich hier hochklettern? Natürlich nicht. Der Charakter ist zu dämlich zu klettern. Ah, wie immer. Unglaublich hier. Unglaublich. Ah, Performance. Ich kann was knacken. There. Hello, old friend. Warte. Kann ich saufen? Noch irgendwas Interessantes hier? Gucken wir mal, was die Statue so sagt. Okay. Das kannst du nie. Du Dumpfnase, du. Ah, da baut man einmal um und die Katze will gleich wieder alles inspizieren. Unglaublich, ja. Aber gefühlt sind sie alle verwandt, ne? So wie im Saarland. Stammbaum ist ein Kreis. Ach ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Lagerhaus 36. Schauen uns trotzdem noch mal ein bisschen um, zeitgleich, bevor ich da reingehe, weil man kann ja immer irgendwas übersehen. Und wie wir jetzt herausgefunden haben, je mehr man sucht, umso mehr kann man finden. Ich quatsch dir jetzt einfach mal an. No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy.
You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. So But ist he der only Joker smiles on the entstanden. left cheek. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. I bid you gentlemen farewell. Ich werde auf jeden Fall nicht in diesem Spiel lügen. Alles kann nach einem zurückgefallen werden. So, wenn noch Shift, Steuerung. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Welchen Weg meint sie denn? Meinen die denn? Wir werden es wohl gleich herausfinden. Würdest du? Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? What more can you say about the death of the Warum Hawkins sind die family? eigentlich alle so arrogant in Not diesem much more than Spiel? what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir weiter uns um, ne? Aber es scheint hier nichts mehr zu geben. Keiner möchte mehr irgendwie reden und alle sind irgendwie, naja, es ist die Prohibition, ne? Kein Alkohol ist erlaubt gewesen und trotzdem dürfen die Leute saufen wie die Löcher. Interessante Sache. Dann suchen wir mal weiter, würde ich sagen, ne? Wie komme ich jetzt in dieses Lager? Achso. Really? Okay, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns um. Ha! A handle. It must come from these old winches. Suchen wir mal weiter, ne? It looks like there's a way in under this grate. Was ist das? A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Okay. I could use this old winch to lift the grating. Hä? Ach, da fehlt bestimmt noch irgendwas. Schauen wir mal, was es noch so gibt. Irgendwas wird hier noch bestimmt rumliegen, was ich noch übersehen habe. Nein. Hier ist es nicht.
Ah, da ist es. A ratchet device. Exactly what I need. Okay. Gehen wir mal wieder hoch. Vielleicht ist es ja das alles gewesen. Nee. Scheint immer noch irgendwas zu fehlen. Jetzt muss ich wieder runter. Ja, irgendwo noch was? Also das Spiel ist übrigens auch sehr rätsellastig. Das mal vorweg. Wie man ja mitkriegt. Man muss viel suchen, man muss viel achten auf alle Umgebungen und sonstiges. Und was nun? Jetzt muss ich bestimmt 20 Minuten hier durch die Gegend suchen, weil ich nichts finde, oder was? So. Aber wo ist das denn jetzt, das letzte Teil? Hä? Ach, da! It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Ich muss das Feuerzeug aktivieren, das ist echt mal intelligent. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Wow, hätte ich nie gedacht. Damn, I broke it. Wieso? Hä? Okay, dann... was? Wieso habe ich das jetzt kaputt gemacht? Was? Also muss ich einen anderen Weg finden wohl. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? This muddy alley is yours? Good for you. I've got work to do. I don't think that you've quite understood the situation. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Das war Cheaten! Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. Unnormal. Oh. Lol. Er ist Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Ersten Weltkrieg, sorry. Und kriegt es nicht hin, sich zu verteidigen. Das ist irgendwie ein bisschen mies. What's with you wandering around? Können das ja mal versuchen. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why? She sent me to see who's filching her I don't know what you're talking. You got no proof to back up your claims. And I did. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way.
Hm. You again. I told you. No need to get... Wie komme ich denn jetzt in dieses Lagerhaus rein? Was ist das denn? Die Kurve bricht ab. Die Alte verprügelt mich. Tritt mir noch in die Eier. Voll nett eigentlich. Something coming. Something real bad. You didn't tell me that the... Because it's... And I... Now, please. You can't understand. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean, they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Okay, ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe. Vielleicht könnt ihr das in den Kommentaren ja mal gerne da lassen. Wo ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Bin ich zu nett als Privatdetektiv? Bin ich es nicht? Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Aber wie komme ich denn jetzt in dieses Lagerhaus? Das ist komisch. Es muss aber noch einen anderen Weg geben eigentlich. Oder... Hä? Ich meine, ich kann es ja nochmal versuchen, ob ich die Kurbel doch benutzen kann jetzt. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich noch machen soll. Nö. Auch keine Chance. Wenn die halt jetzt nicht wiederkommt, dann hau ich hier die Fresse. Aber was soll ich denn dann jetzt machen? Ah, ich habe die Idee. Die beiden Trunkenbolde. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. Well, well. Did you miss us? I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing. For sure. Bring us something. Ah! You're a good guy, you. Follow me. Cheers, you jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? I hope for your sake that I didn't hear. No, it's not what you think. It's just that you shouldn't hide your hooch in a fisherman's hut. So geht's auch. Ah, bestimmt, weil ich den Alkohol aufgesammelt habe, hat das erste nicht geklappt. Weil hätte ich, glaube ich, den Alkohol nicht aufgesammelt, hätte ich wohl... Let's see. Ah, das macht Sinn. Dadurch, dass ich die eine Option freigeschaltet habe, ist die andere ausgeschlossen gewesen. Habe aber was gekriegt gehabt, was man sonst nicht kriegen würde. Shoot. I'll have to find another way to get in. Achso. Jetzt muss ich Hilfe finden, um ins Lagerhaus zu gelangen. Ich hab's mir komplizierter gemacht in diesem Spiel, als es ist. It's no use. The padlock won't give. Okay, jetzt muss ich den nächsten Punkt finden. Ach du Scheiße, das ist ja auch interessant. Also er hat wirklich jede Sache irgendwie eine Konsequenz, die eine andere Sache ausschließt. Got ahead of my senses, or something like that. Hey, tell him to call
Mache ich denn jetzt? You're back again. What can I... These bootleggers, They're part of the private... and yet the place looks abandoned. As a precaution, I suppose. All... You mean that there's a way to go... I couldn't tell, but I think I can imagine what you've got in mind. Nein, der kann mir nicht helfen. Vielleicht der alte Professor. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. You again. What do you know about the Hawking? If I were you, Why not? first say screen, but Hatten wir ja schon. That'll be all for now. Aber wer kann mir denn jetzt bitte helfen? Vielleicht der Polizist? Nein. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! Cops, they can't understand. you again. No need. Hilfe finden, um ins Lagerhaus zu gelangen. He's stewed to the gills. You'll get nothing out of him. I'm not interested in the chat. I want to tan his hide. Ist hier vielleicht irgendwas drin, was ich nutzen könnte? Auch nicht. Was mache ich jetzt nur? Was mache ich jetzt nur? Ja, aber wie finde ich denn jetzt die Hilfe? Aus Spiel! It's no use. The padlock won't give. Gibt ja eigentlich nicht so viele Optionen, aber manchmal sieht man den Ball vor lauter Bäumen nicht, ne? You'll get nothing out of him. I'm not interested in the chat. I want to tan his hide. Tan my what? Oh. No, it's okay. Don't worry. I'm okay now. Please. Oh, yeah? What I heard didn't sound too friendly to me. No. Please. My tongue got ahead of myself. Vielleicht ist ja hier irgendwo was ich nutzen könnte. Irgendwas brauche ich doch, um dieses Scheißschloss zu öffnen. Ha! Vielleicht in dem einen Untergrundding. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. Die wollen auch nicht sprechen. Helfen? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble. It's a little late. I've already... Well, at least you're still here to talk about it. Something like that. With that, please do excuse me, because... Schön, der kann mir auch nicht helfen. Gibt es hier einen Bolzenschneider vielleicht irgendwo drin? Auch nicht. Sag mal, wie komme ich denn jetzt bitte in dieses Lager? Also muss ich Ermittlungen am besten auch hochpushen. Ach, du musst echt viel hochpushen, ne?
Jetzt läuft man hier die ganze Zeit im Kreis gefühlt rum und findet nichts. Doch alle angesprochen. Ja, dann sprechen wir die Kate mal an. Ja, das bringt aber auch nichts. Ich muss ja mit Hilfe finden, um ins Lagerhaus zu gelangen. Der einzige Mensch, der seitwärts gehen kann. Schönes Ding. Das Anglerwerkzeug vielleicht? Fishing equipment. Could do with some rust remover. Ist hier oben vielleicht irgendwas? What a macabre souvenir. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oh Mensch! Ist das schlimm. Ja, aber die einzige, mit der ich jetzt auch sprechen kann, ist wirklich Kate. Glaube ich zumindest. Ich kann ja mal gucken. Do you like? That's. I heard the hawk. They were. You shouldn't talk. We're not. I bid you farewell. Good night. So long. Hey, Mitchell. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching. Huh. I've got them too. You didn't back down. So understand by that. If I catch you again, you'll tell me what brings you to... I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? I'm very serious. A whole family died in a fire, and I've got reason to believe that there's still more to be said on the subject. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Really? Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Warum? Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Das ist doch nicht wahr. Ich meine, das ist... What the fuck? Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Ja, mal ein anderer Plot-Twist. Ich muss zugeben, den Geschichtsschrank kannte ich noch nicht. Ich habe mir ja einige Let's Plays angeguckt. Etwas, aber nur so nebenbei laufen lassen. Aber ganz ehrlich, so, das wusste ich nicht, dass das funktioniert, dass sie dir hilft. Sie mag zwar eine, naja, um es nett auszudrücken, ne? Aber das ist interessant gewesen, ehrlich gesagt. Jetzt, dass es die Möglichkeit gibt, da jetzt mit ihr reinzugehen.
Unfassbar. Ha. Ich meine, jeder sieht irgendwo mal ein Let's Play auf YouTube, deswegen ist es jetzt keine Schande. Aber das hat mich ja auf das Spiel halt aufmerksam gemacht. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Blöde Ziege. Egal, ich bin im Lagerhaus. Weiter geht's. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Zur Rekonstruktion einer Szene. Ja, ihr habt's gelesen. What the fuck? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Schauen wir uns jetzt hier einfach mal Can't sleep. I know how that feels. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Okay. Ist einmal jetzt Entdeckung wieder hoch. Ist ja eigentlich bei der 4, Gott sei Dank. Und dann den Rest. Weil das Entdecken, das macht echt eine Menge aus in diesem Spiel, muss ich zu sagen. So, vielleicht finde ich ja noch irgendwas Interessantes hier. Die Hygiene lässt zu fragen übrig. Aber jetzt können wir uns ja gerne mal alles durchlesen, was ich jetzt gerade gefunden habe. Roy Mitchell, Alter 55, Besitzer der Bar zum gestrandeten Wal. Roy Mitchell betreibt die einzigartige Bar auf Darkwater. Das Alkoholverbot wird in seinem Lokal zum gestrandeten Wal gepflegt ignoriert und Matrosen suchen Trost in Mitchells Whiskys. Deshalb kennt dieser Mann besser als jeder andere die Geheimnisse und Gerüchte, die der Einwohner der Insel nach ein paar Gläsern ausplaudern. Mitchell hat sich ausgiebig zum goldenen Zeitalter des Walfangs gewidmet, wie man an den zahlreichen Trophäen in seiner Bar erkennen kann. Er spricht mit Freunden über dieses Thema, wäre aber weitaus weniger auskunftsfreudig, würde man sich nach seinen Alkoholquelle erkundigen. Das ist immer auch ein schwieriges Deutsch. James Fitzroy, Alter 45, Tätigkeit Captain. James Fitzroy ist der Captain der Cherubies, dem einzigen Schiff zwischen Darkwater und Boston. Er befindet sich... Ziege. Entschuldigung. Er befindet sich meistens im Büro des Hafenmeisters, wo ihm nichts entgeht, was auf der Insel vor sich geht. Bis auf Cthulhu. Die Einwohner von Darkwater respektieren ihn, die Schmuggler verachten ihn. Er bot mir Hilfe bei meinen Ermittlungen an. Cat, Alter, 24, Bandenchefin. Anführerin einer Schmugglerbande, die Darkwater als Versteck benutzt. Cat behält ihr Revier, die verlassenen Lagerhäuser am Hafen, immer im Blick. Ich habe das Gefühl, dass alle Männer auf Darkwater sie fürchten. Selbst Mitchell, der Schankwirt vom gestrandeten Wal, spricht nicht gern über sie. Sie benutzt Darkwater als Ausgangspunkt für ihre Whisky-Ladungen und dringt langsam in Captain Fitzroys Revier vor. Ich hätte es eingeschrieben, aber okay. Orte. Das ist das Ermittlungsbüro. Darkwater Island. Dieser einsame Felsen vor der Küste Bostons scheint völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Die Küste dieser kleinen, öden Insel besteht aus steilen Felsklippen und steinigen Riffs.
mit nur einer Mündung in den Ozean. Sie ist hauptsächlich von Nachfahren des Walfängers bewohnt, die Insel im 19. Jahrhundert als Versorgungsposten nutzten. Ihre Wirtschaft ist mit Ende des Walfangs zusammengebrochen. Das medizinische Institut ist wohl das einzige profitable Unternehmen dort. Was, hier gibt es Krankenhaus? Oh, okay. Hafen von Darkwater. Bei der Einfahrt in den Hafen von Darkwater kommt man noch immer am Wrack der Skylia vorbei. Dem letzten Walfangfisch, das einen Fang heimbrachte. Seeleute laufen auf der Suche nach kleinen Tagesstopps am Hafen herum. Eine Schmugglerbande hat sich hier niedergelassen und dringt langsam in das Gebiet von Captain Fitzroy vor. Dem letzten Seemann, dessen Boot die Reise zwischen den Inseln und dem Festland bewältigen kann. Das goldene Zeitalter des Walfangs ist hier nur noch eine ferne Erinnerung. Oh, es tut mir leid, ich bin etwas müde, Leute. Zum gestrandeten Wal. Eine Bar, in der Alkohol in völliger Straffreiheit serviert wird, ist das Letzte, was ich auf dieser Insel erwartet hätte. Zum gestrandeten Wal heißt die Schenke, die mit eiserner Hand vom Besitzer, einem gewissen Mitchell, geleitet wird. Er duldet keine Unruhestifter und schützt hartnäckig die Identität seines Lieferanten. Alle Bewohner der Gegend treffen sich hier und es scheint sogar eine Art Waffenzustand zwischen den Schmugglern und den Seeleuten zu geben. Okkult. Wundersamer Fang. Die Bewohner bezeichnen den letzten Fang ihres Walfängers. Also, das habe ich im letzten Video alles schon vorgelesen. Hinweise. Das Bild hatte ich, das hatte ich, das hatte ich. Lagerhaus von Hawkins. Obwohl das Lagerhaus seit dem Tod von Charles Hawkins offiziell leer steht, hat hier vor kurzem ein heimlicher Bewohner gehaust. Es gibt gewisse Anzeichen dafür, auch blutbefleckte Verbände, wahrscheinlich von einer Verletzung. Sandy, was soll das? Lust ab! Ah, Katze! 1 Stunde, mehr will ich gar nicht. Wahrscheinlich von einer Verletzung und Tabletten sind zu finden gewesen. Schmerzmittel und Schlaftabletten. Außerdem scheint der Bewohner von Sarah Hawkins besessen zu sein. Wie mehrere Dokumente belegen, die mit dem Leben der Künstlerin in Verbindung stehen. Foto, Zeitungsausschnitte. Officer Bradley entdeckte außerdem ein teilweise verbranntes Gemälde aus der Villa der Hawkins, womit zweifellos feststeht, der Inhalt des Lagerhaus ist mit dem Fall Hawkins verknüpft. Okay. Und nun kann ich jetzt hingehen? Kann ich jetzt wieder hier raus? Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Dum dum dum! You, don't move! You again. I told you to stay away from this warehouse. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Who are you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again.
Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving. Große Musik. Dämon. Dann würde ich sagen, werde ich das Video jetzt hier gleich beenden. Ich werde das jetzt noch vorlesen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann gleich wieder. Pierce hatte es ins Lagerhaus geschafft, der Ort, der verlassen sein sollte. Hielt einige Überraschungen bereit, Zeichen eines Bewohners sowie ein angesenktes Gemälde. Es wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchungen unterbrochen. Was? Es tut mir so leid, ich lese nochmal vor. Er wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen, kann ihn aber überzeugen, ihm bei den Ermittlungen zu helfen. Der Polizist erklärt sich bereit, den Detective zum Anwesen der Hawkins zu fahren. Wahnsinn betreten. Cutscene! Dum, dum, dum. Warum nicht durch die Tür brettern? Wäre intelligenter gewesen. Oh, da ist jemand, der beobachtet uns. Oder hat gerade Spaß. Wissen wir nicht bei dem Gestöhne. Well, here we are, Hawkins mansion. Dum, dum, dum. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Okay, ich werde die Fragen jetzt hier noch beantworten und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich habe schon von Winchester gehört. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Ich habe noch weitere Fragen. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Ich meine, überlegt mal bitte, also bei der Art und Weise, wie dieses ganze Ding aufgebaut ist. Scheiß drauf, wie mutig du bist, du würdest dir die Hosen scheißen. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Nein, wir wollen noch die letzte Frage stellen. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem?
Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Ja, wir haben keine The Zeit night zu verlieren. falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. Bei Tageslicht, wie soll denn das da bitte aussehen in der Only to reassure Finsternis? Silas. Wir haben ja gelernt, aus Horrorfilmen immer zusammenbleiben. Also gehen wir alleine. You stay here and keep an eye on things. Okay. But don't get the impression that I'll leave you alone inside the mansion. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute für diesen Part und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Ich hoffe, euch hat das Let's Play wieder gefallen und ja, würde ich sagen, tschüss.